In diesem Video passiert alles, was ich in dieses Buch schreibe. Dabei hat aber jeder Eintrag auch seinen Preis. Kann ich es schaffen, ins End zu kommen und den Enderdrachen zu besiegen? Und was muss ich schreiben, damit du den Kanal abonnierst? Los geht's und wir starten heute nicht mit leeren Händen, sondern wir haben ein schönes Buch und da hinten ist ein Dorf. Und dieses Buch hat einen schönen Namen, den ich nicht so gut aussprechen kann, der rot aber auch angezeigt wird. Denn dieses Buch ist extrem mächtig, aber auch extrem gefährlich. Um das mal kurz zu beweisen, dass das hier kein normales Buch ist, haue ich mal diese Kuh und dann brennt die zum Beispiel einfach. Aber wir können mit dem Buch noch viel, viel mehr machen. Müssen dabei allerdings auch aufpassen. Wenn ich jetzt dieses Buch öffne, kann ich wirklich einfach nur hier was reinschreiben. Es ist ein komplett leeres Buch. Noch zumindest. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Shark reinschreibe und einfach mal auf Done drücke, dann spawnt ein Hai. Und das ist ja wohl super weird. Ich habe gerade einen Hai gespawnt. Über mir in der Luft genau genommen. Indem ich einfach nur in das Buch Hai reingeschrieben habe. Und dass das extrem OP ist, kann man sich wohl ziemlich gut vorstellen. Aber das ist auch ziemlich gefährlich gleichzeitig. Denn wir können nicht wirklich alles ins Buch reinschreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach sofort Minecraft durchspielen will und hier einfach mal mir ein Endportal holen möchte, dann klappt das zum Beispiel nicht. Und wir bekommen einfach nur einen Blitz übergeschossen. Denn das ist zu mächtig. Und damit werden wir so ein bisschen reguliert. Aber wir können trotzdem extrem OP werden. Jetzt könnte ich zum Beispiel mal rüberlaufen zu diesem Dorf. Aber das ist ja doch ganz schön weit weg oder so. Wie wäre es, wenn wir uns einfach hier eins hinholen? Und ich schreibe hier in mein schlaues Buch einfach mal ein Dorf rein. Dann sollten wir auch das hier ganz normal bekommen. Ich habe einfach ein Dorf hierhin gespawnt. Das ist so krass. Hier haben wir auch Truhen, die ganz normal gefüllt sind. Wir können hier ganz normal looten. Und ich habe meine erste Rüstung, aber die können wir natürlich auch gleich nochmal upgraden mit einem schönen Wunsch, nenne ich es mal in meinem Buch. Das Problem ist, dass es hier keine Weizenblöcke gibt. Aber ich will heute sowieso nicht einfach nur die ganze Zeit Brot essen. Mache ich jetzt trotzdem mal kurz. Sondern ich würde mein Buch benutzen. Und dann schreiben wir hier jetzt mal nicht einfach nur eine goldene Karotte rein, sondern wir können auch davor schreiben, wie viel wir davon wollen. Ich will mal einen ganzen Stack haben und dann schlage ich vor, holen wir uns den auch direkt und da hinter mir müssten jetzt goldene Karotten kommen und zwar ein Stack. Und damit haben wir genug zu essen für heute. Ich habe aber sonst noch nichts gemacht, außer eine Truhe zu looten und diese goldene Karotten in mein Buch zu schreiben. Und jeder Eintrag wird sich nachher auch nochmal negativ auf uns auswirken. Und hier sind übrigens Weizenblöcke. Ich habe einfach gesagt, hier wären keine. Die sind relativ viele, aber ich brauche jetzt trotzdem keine mehr. Was ich stattdessen brauche, sind mal irgendwie vielleicht Diamanten. Wir könnten mal die Holz- und Steintools komplett überspringen, finde ich. Ich weiß nur nicht, ob wir dann wieder einen Blitz bekommen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal und ich schreibe mir erstmal wirklich einen einzelnen Diamanten hier rein. Einfach nur, um zu sehen, ob ich vom Blitz getroffen werde. Werde ich nicht. Aber wir bekommen einfach einen Diamanten und haben damit den Erfolg freigeschaltet. Geht das vielleicht auch mit einem Diamantblock? Funktioniert das? Wir probieren es direkt aus. Das geht nicht. Oh mein Gott, ich habe mich angezündet. Okay, da wollte ich zu viel. Dann machen wir lieber nochmal mit einzelnen Diamanten weiter. Ich traue mich jetzt nicht mehr zu holen, ehrlich gesagt, weil einzelne funktionieren ja zumindest schon mal. Das ist gut zu wissen. Ich hole mir auch erstmal nur meine Spitzhacke. Alles andere können wir später noch schauen, ob wir uns da noch mehr Diamanten holen oder wie wir das genau machen. Und ich wollte jetzt gerade ernsthaft Holz in mein Buch schreiben, aber ich glaube, das würde ich jetzt tatsächlich nochmal selbst abbauen, ausnahmsweise. Irgendwas muss man ja auch nochmal selbst tun in dieser Challenge. Damit steht die erste Spitzhacke für heute und wir haben direkt eine Diamantspitzhacke bekommen. Und ich finde die Challenge jetzt schon mega nice. Es macht einfach richtig viel Spaß und wenn du genauso Bock drauf hast wie ich, dann lass doch jetzt gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich würde sogar hingehen und einfach mal ein Like von dir in mein Buch schreiben und hoffentlich funktioniert das. Ich wurde nicht vom Blitz getroffen. Der Rest liegt an dir, würde ich einfach mal sagen. Und wir machen weiter. Und auch dafür habe ich jetzt wieder einen weiteren Eintrag in meinem Buch, der sich nachher negativ auswirken wird. Jetzt möchte ich aber trotzdem eigentlich gerne noch direkt ein Diamantschwert haben. Und ich glaube, ich würde das jetzt auch einfach mal riskieren, das so ins Buch zu schreiben und zu hoffen, dass ich nicht vom Blitz getroffen werde. Das sieht sehr gut aus und dann bekommen wir direkt ein Schwert. Das ist natürlich einfacher. Dann dazu am besten noch eine Axt und dann sind wir erstmal komplett mit Grundtools ausgestattet. Eigentlich sind das gar keine Grundtools, aber wir haben zumindest alle Tools. Ich hole mir schnell noch ein bisschen Holz und dann möchte ich dein Eisen haben.
Perfekt. Leider nur 3, aber wir haben ja da hinten noch ein Dorf oder wir können uns auch noch ein neues Dorf holen. Oder aber wir bleiben hier und holen uns einfach neue Eisengolems. Denn ich habe ehrlich gesagt schon ziemlich viel Spaß mit diesem Buch. Also schreibe ich einfach mal Eisengolem rein. Aber auch hier können wir übrigens direkt mehrere holen. Genauso wie bei Items. Ich würde direkt mal vielleicht 5 holen. Oder fangen wir direkt mit 10 an. Warum nicht? Dann hat man auch mehr davon. Und dann kommen da, glaube ich, 10 Eisengolems. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt, in welche Richtung das heute noch geht. Ich glaube, ich werde noch irgendwann richtig übertreiben. Und dann wird das hier ganz unangenehm werden. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Und dann haben wir jetzt schon mal einiges an Eisen. Und ich denke mir jetzt, ich hätte auch einfach Eisen ins Buch schreiben können. Aber so war das Ganze doch eigentlich auch ein bisschen cooler. Damit steht locker der Eimer und natürlich auch der Schild. Perfekt. Und dann können wir langsam auch mal in den Nether gehen. Oder ich versuche Blazes hier einfach zu spawnen. Ich meine, was soll schon passieren? Okay, wir kommen schon auf die nächste Seite. Das wird langsam ganz schön viel. Aber egal, wir haben ja noch Platz. Ich hoffe, das wird nicht zu negativ alles. Ich schreibe direkt mal 10 Blazes hier hin. Und dann schauen wir, ob wir die bekommen. Die bekommen wir nicht. Okay, da wurde ich wieder vom Blitz getroffen. Vielleicht müssen wir auch wirklich in den Nether gehen. Das heißt, ich schaue jetzt mal, ob ich irgendwo einen Lavasee finden kann. Oder kann ich statt zu suchen nicht auch einfach so hier zum Beispiel Lava reinschreiben? Macht das Sinn? Ich schreibe es einfach mal rein und wir schauen, was passiert. Ich wurde nicht vom Blitz getroffen. Okay, wir haben Lava bekommen, aber da oben. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich auch einfach eine Lavaquelle. Und da oben will ich die eigentlich auch nicht holen müssen. Dann muss ich mich ganz schön weit hochbauen. Heißt aber auch, hier wird gleich alles voll fließen mit Lava. Ach so, und ich gehe auch einfach mal davon aus, dass ich mir nicht Enderaugen holen kann, oder? Probieren wir trotzdem einmal aus und werden vom Blitz getroffen. Dann probiere ich es jetzt noch mit Blaze Rods. Also einfach erstmal einer und wir schauen, was passiert. Okay, nicht gut. Ich habe 1,5 Herzen. Ich sollte mal kurz was essen erstmal. Okay, ich darf nicht das Spiel einfach komplett abkürzen. Ich darf mich krass OP machen. Ich habe immerhin komplett meine Dias umsonst bekommen. Aber ich kann nicht einfach den Nether in die Overworld holen. Ist wahrscheinlich eine etwas doofe Frage. Aber wie ist das mit Enderperlen? Ich muss es jetzt trotzdem ausprobieren. Ja, natürlich auch wieder das gleiche. 3-mal was ins Buch geschrieben. 3-mal vom Blitz getroffen. Und jedes Mal, wenn ich was ins Buch schreibe, wird sich das nachher negativ auf uns auswirken. Ich habe echt Angst davor. Denn selbst wenn wir nichts dadurch bekommen, zählt das als Eintrag. Okay, mit den Mobs habe ich Blaze schon ausprobiert. Wie ist es mit Enderman? Kann ich einfach so einen Enderman bekommen? Ich wurde nicht vom Blitz getroffen. Oh mein Gott, ich kann einfach einen Enderman bekommen. Der fällt dann hier aus dem Himmel. Okay, das ist trotzdem mega gut. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall schon mal keinen Warp Forest suchen. Setz dich mal ins Boot. Und dann möchte ich direkt mal die erste Enderperle haben, die ich auch wirklich bekomme. Mega cool. Okay, wie sehr kann man das jetzt ausreizen, ist die Frage. Ich möchte auf jeden Fall weitere Enderman, denn ich möchte jetzt sofort die Enderperle voll machen, bevor wir in den Nether gehen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel 20 Mal Enderman hier reinschreibe, dann sind das unnötig viele Einträge eigentlich. Ich könnte das Ganze doch auch wieder multiplizieren. Machen wir doch einfach mal einen halben Stack. So rechnet man eigentlich keine Mobs, aber ich probiere es jetzt trotzdem einfach mal. Wenn ich jetzt 32 Enderman drücke, dann ist das schon etwas mehr, als wir bisher hatten. Ich probiere es aus. Oh mein Gott. Kommen da Enderman runter. 32 Stück. Das ist so cool. Okay, geht das jetzt auch noch mit mehr? Sagen wir mal, ich hole dazu noch einen Stack Enderman. Oder nein, sagen wir einfach, ich hole noch 100 Enderman. Klappt das? Wir probieren es aus. Oh mein Gott. Ich will gar nicht hochgucken. Ich habe Angst, jemanden anzuschauen. Wir haben jetzt hier 132 Enderman. Das ist so krass. Dann setzt euch gerne mal irgendwie haufenweise in mein Boot. Und dann gehen wir jetzt rauf auf die Enderperlen. Und ich habe gerade gemerkt, die haben alle Fallschaden. Oder zumindest einige. Ich probiere es mal aus. Ich müsste den jetzt mit 2 Crits töten können. Oder auch 2 normalen Schlägen, aber das ist ein bisschen gefährlich, wenn der sich hin und her teleportiert. Aber egal, wir machen das so. Und der hat keinen Fallschaden bekommen zum Beispiel. Okay, das ist wirklich riskant. Vielleicht soll ich mir vorher mal ein bisschen Rüstung besorgen. Und ich würde sagen, jetzt wird es langsam mal Zeit für Netherite. Fangen wir dann einfach mit dem Helm an. Oder soll ich einfach komplett Rüstung schreiben und einfach schauen, was passiert? Ich meine, es schadet ja nichts. Notfalls werden wir vom Blitz getroffen. Okay, wir werden nicht vom Blitz getroffen. Da kommt eine komplette Netherite-Rüstung runter. Das ist so weird, aber ich feiere das. Ich bin full Netherite. Dann gehen wir jetzt weiter auf die Enderman. Damit haben wir 12 Enderperlen. Ich hätte gerne noch mindestens 13. Und die hole ich mir auch einfach, bevor wir überhaupt im Nether waren. Und dann muss ich jetzt aber trotzdem mal weiter nach einem Lavasee suchen. Dafür würde ich mal darüber in die Savanne laufen. Es ist zwar gerade Nacht, aber das ist eigentlich auch gar kein Problem. Denn wir sind full Netherite. Wobei, hier sind so viele Mobs. Ich glaube, wir machen doch mal kurz
Tag. Geht das so einfach? Wir probieren es aus. Ja, das geht so einfach. Das ist so cool, dieses Buch. Da hinten kommt nochmal eine Wüste. Vielleicht finden wir da einen Lavasee. Aber ich habe auch gerade noch eine Idee. Ich meine, wir durften ja keine Placerods einfach so uns spawnen. Und wir durften auch keine Blazes spawnen. Zumindest keine in der Overworld. Keine Ahnung, ob wir das im Nether dürften. Aber was ist denn stattdessen einfach mit einer Struktur? Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, eine Festung hinspawne, wird das was? Oh Gott, ich habe mich voll erschreckt. Wir haben eine Nether-Festung in der Overworld. Und da ist ein Spawner. Jetzt ist natürlich gerade viel zu hell, aber wir können doch einfach dunkler machen. Und es fängt an zu regnen. Aber da sind Blazes gespawnt, einfach im Regen, nur weil die unter einem Baum sind. Dann möchte ich direkt die erste Blaze-Rod bekommen und wir sind immer noch nicht im Nether. Und langsam glaube ich übrigens auch, dass wir gar nicht mehr in den Nether gehen. Ich glaube, das wollte das System nicht unbedingt, aber das ist mir ziemlich egal, was das System von mir will. Ich möchte die Blaze-Rods haben und ich möchte dafür nicht in den Nether gehen, sondern mich lieber hier entspannt löschen auf der Festung. Da haben wir die zweite Blaze-Rod, aber es regnet immer noch. Deswegen schlage ich vor, wir holen uns jetzt mal irgendwas gegen den Regen. Ich könnte jetzt einfach Sonne machen, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Deswegen schlage ich vor, wir holen uns einen Regenschirm. Klingt das nach einem guten Plan? Moment. Ich habe ihn direkt ins Inventar bekommen. Ich habe einfach einen schwarzen Regenschirm, der aber definitiv auch gut ist bei diesem Wetter. Denn so kann man ja hier nicht rumlaufen, da wird die ganze Rüstung rostig. Den nehme ich mal in die Offhand und dann gehen wir weiter im Regen auf die Blazes. Und ich finde diese gesamte Situation gerade so weird. Mach du doch an dieser Stelle gerne mal einen Screenshot, wie ich hier im Regen stehe mit meinem Regenschirm an der Nether-Festung mit Blazes im Hintergrund, die mich auch gerade abschießen. Und wenn du fertig bist, dann machen wir weiter. Ich sollte tatsächlich auch erstmal was essen kurz. Und ich kann den Regenschirm zumachen, merke ich gerade. Warum kann ich damit so viele Sachen machen? Okay, egal. Ich lasse ihn jetzt offen, es regnet immer noch. Wir gehen rauf auf die Blazes. Und ich kümmere mich erstmal um 7 Blaze-Rods. Da haben wir die 7. Blaze-Rod. Und mir ist beim Blaze-Rod-Farm auch noch was anderes aufgefallen. Denn dieser Regenschirm hilft nicht nur beim Regen, sondern wenn ich damit irgendwo runterspringe und den aktiviere, dann wird mein Fall leider nicht komplett verhindert, wie ich gerade gemerkt habe. Das wusste ich noch nicht. Aber ich gleite so ein bisschen. Ich wollte schon sagen, ich kann den ja dann als MLG-Item benutzen. Aber das klappt dann nicht so ganz, weil ich trotzdem Schaden bekomme. Dann hoffen wir lieber mal, dass bald der Regen aufhört und ich den Schirm einklappen kann. Aber noch ist es nicht so weit. Was jetzt aber soweit ist, ist, dass wir jetzt auf jeden Fall keinen Lavasee mehr suchen müssen, denn ich habe Blaze-Rods und Enderperlen. Und ich würde einfach mal sagen, ich crafte mir jetzt schon 7 Enderaugen. Und wir schauen jetzt, in welche Richtung wir müssen zum Stronghold. Da hinten geht's lang. Drop nicht, geht direkt kaputt. Das heißt, wir können nur noch maximal 12 bekommen. Also werde ich jetzt auf gar keinen Fall den Stronghold suchen, sondern lieber mein Buch aufschlagen und dann schreiben wir halt hier noch was rein. Ich meine, wir haben jetzt eh schon fast die 2 Seiten voll. Dann schreibe ich doch hier direkt Stronghold rein und wir schauen, ob das funktioniert. Okay, der fällt nicht aus dem Himmel. Keine Ahnung, warum ich jetzt geschaut habe, ob der Stronghold aus dem Himmel fällt. Ich gehe mal davon aus, dass der unten sein wird, wie jeder andere Stronghold auch. Aber dann will ich eigentlich lieber noch einen. Dann will ich den lieber auf dem Ozean. Ich finde, wir dürfen heute ruhig mal ein bisschen wählerisch sein mit dem Stronghold. Also fahren wir mal irgendwo hin, wo es möglichst tief ist. Hier ist aber nicht so tief. Hier ist es leider überall nicht so krass tief. Vielleicht hier. Also nochmal Buch aufschlagen und tatsächlich einfach nochmal Stronghold darunter schreiben. Ja, ich habe gerade 2 Einträge dafür verbraucht. Und da ist der Stronghold. Okay, das hat aber dann ziemlich gut geklappt. Da unter mir sehe ich ihn sogar. Das ist so cool. Ich feiere das. Dann schwimmen wir kurz hier runter. Ich würde sagen, den Regenschirm packen wir jetzt auch mal wieder weg. Und dann gehen wir rein in den Stronghold. Ich bekomme zwar keinen Erfolg, weil der eigentlich gar nicht hier sein dürfte, aber ich kann dafür in die Truhe schauen. Gold. Wir könnten uns auch noch Goldäpfel holen. Ich habe generell noch super wenig im Inventar einfach mal, weil ich halt noch nicht mal im Nether war. Ich habe aber auch schon einen Silberfisch gehört. Hier ist die Bibliothek. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo schon der Portalraum kommt. Vielleicht hier oben drüber. Ich höre hier super laut die Silberfische. Und dann schwimme ich einfach mal rein und da sehe ich das Portal schon. Okay, ich komme so nicht rein. Das habe ich nicht so schlau gemacht. Aber da haben wir den Portalraum. Und hier haben wir auch Silberfische. Weg mit denen erstmal. Und dann grabe ich mich einfach mal lieber so da hoch. Und ich habe auch endlich meinen ersten Stein eingesammelt. Jetzt im Stronghold gerade. Wir haben ein Enderauge drin. Also haben wir hier gar keine Probleme. Ich hätte aber sowieso auch 12 craften können. Und dann aktiviere ich einfach jetzt schon mal das Endportal. Nice! Aber ich möchte da so jetzt noch nicht rein, denn im End kriegen wir unser Payback für die ganzen Wünsche heute, die nicht umsonst waren. Und ich sag's mal so, ich war jetzt nicht besonders sparsam mit den ganzen Wünschen. Ist hier nicht noch Platz eigentlich? Doch, da ist noch Platz. Dann schreibe ich da doch noch was hin. Dann haben wir aber trotzdem 2 Seiten vor. Die sind doch noch 2 Zeilen, oder? Keine Ahnung, was ich hier gedacht habe. Aber egal, da wünsche ich mir auf jeden Fall noch was. Und wir können notfalls auch noch auf die 3. Seite gehen, auch kein Problem. Denn ich muss mich für den Endfight auf jeden Fall noch besser ausstatten. Ich bin schon sehr, sehr gut ausgestattet
ausgestattet, das stimmt. Aber ich weiß halt, dass wir gleich den Preis dafür zahlen, dass wir uns so viel gewünscht haben. Für jeden Wunsch werden wir einmal ein bisschen bestraft sozusagen. Und deswegen weiß ich auch, dass wir nicht nur gegen den Enderdrachen kämpfen werden. Ich sollte mir Goldäpfel holen. Fangen wir doch mal mit ganz normalen Goldäpfeln an und probieren das erstmal so aus. Ich will aber natürlich direkt 10. Muss sich jetzt auch wirklich lohnen. Und ich wurde nicht vom Blitz getroffen, aber ich glaube, das würde hier auch gar nicht funktionieren. Aber ich merke auch gerade, ich werde jetzt auch nichts aufsammeln, was hier runter droppt. Ich muss mich nochmal nach oben graben. Und dann kommen wir hier raus und da kam mir schon was entgegen. 10 schöne Goldäpfel. Mega cool. Ich finde aber, da geht noch mehr. Wie wär's zum Beispiel... Hier passt noch mehr unten drunter. Okay, wie wär's mit 64 weiteren Goldäpfeln? Denn 10 reichen mir eigentlich noch nicht, mir persönlich. Da kommen sie auch schon. Ich habe einfach 1 Stack Goldäpfel. Okay, und dann hat ja mit der Netherite-Rüstung eigentlich alles sehr gut geklappt. Also würde ich mir jetzt mal dann doch noch eine neue Seite aufmachen und hier ein Netherite Schwert hinschreiben und dann würde ich das auch gerne bekommen. Das scheint kein Problem zu sein. Da fällt es auch schon runter. Perfekt. Dann statten wir uns hier nochmal richtig schön aus. Jetzt ist es doch langsam auch egal. Wir haben so viele Einträge. Also noch eine Axt hinterher und am besten auch direkt noch die Spitzhacke. Und dann schauen wir mal, ob die hier schön alle runterfallen. Geblitzt hat hier noch nichts. Da landen sie auch schon. Und dann haben wir die Tools nochmal geupgradet. Das ging ziemlich einfach. Hätte ich mir offensichtlich auch direkt aus Netherite holen können. Und wenn wir hier sowieso nicht sparsam umgehen, möchte ich jetzt eigentlich trotzdem mal den Regen loswerden. Wir machen mal Sonne. Und dann sollte das eigentlich auch so funktionieren, hoffentlich. Der Regen hört auf. Und wir haben Nacht, aber schönes Wetter. Und ich erinnere mich auch gerade daran, dass wir doch ganz am Anfang einen Hai gespawnt haben. Also können wir uns nicht nur Minecraft-Mobs wünschen, also frage ich mich natürlich, kann ich mir auch unseren Wüstenfuchs Dusty hierher wünschen? Ich gebe einfach mal Dusty direkt ein und ich wurde nicht vom Blitz getroffen. Da kommt er. Oh mein Gott, wir haben Dusty in unserer Welt. Moment, der sieht voll komisch aus. Der läuft auch voll komisch. Der sieht anders aus, als ich ihn kenne. Und der hat Fleisch mitgenommen. Kann ich den zähmen irgendwie? Bleib mal stehen. Okay, keine Ahnung, wie der funktioniert. Ich kann ihn nicht mal anschauen, weil er direkt wegläuft. Hallo? Der hat ziemlich komische Augen. Der sieht wirklich anders aus, als ich ihn kenne. Aber egal, wir haben Dusty in unserer Welt oder so ähnlich. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal hier draußen rumlaufen. Da ist eine Spinne. Ich brauche eigentlich noch einen Bogen. Deswegen nehme ich mir jetzt schon mal gerne den Faden mit, den sie nicht droppt. Aber ich kann mir doch eigentlich auch einfach direkt statt einem Faden einen ganzen Bogen holen. Langsam ist mir wirklich egal, wie viel ich mir gewünscht habe. Das sammelt sich schon alles so krass. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Da haben wir den Bogen. Perfekt. Dann vielleicht noch ein paar Pfeile dazu. Machen wir mal so 500. Ist das zu viel? Wahrscheinlich ist das zu viel. Und die müssten kommen. Ja, die kommen nicht alle zusammen, aber wir haben einfach extrem viele Pfeile, die mein Inventar jetzt zumüllen. Sehr cool. Sind das wirklich 500? Wer möchte, kann natürlich gerne mal nachzählen. Ich werde es jetzt aber mal nicht tun. Okay, jetzt möchte ich aber zu den normalen Goldäpfeln auch verzauberte Goldäpfel haben. Trage ich in mein Buch ein und dann würde ich auch direkt mehrere versuchen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel verlangt ist, aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Ja, nee, das darf ich nicht. Ich hoffe, ich darf einzelne haben, weil ich will wirklich welche haben. Das fände ich ziemlich cool. Probieren wir es also nochmal einzeln. Oder ich hole mir erstmal einen Enchanted Golden Bread stattdessen. Einfach mal ein goldenes, verzaubertes Brot. Einfach weil wir heute gefühlt alles bekommen können, würde ich das auch ausprobieren. Und da fällt aber nichts aus dem Himmel. Aber ich wurde auch nicht vom Blitz getroffen. Ich habe es im Inventar. Na gut, ich habe ein verzaubertes goldenes Brot. Und das sieht wirklich auch richtig schön aus. Das werde ich einfach direkt essen. Kann ich auch einfach direkt. Und ich bekomme Absorption 4. Ich denke mal, das ist wie ein verzauberter Goldapfel, nur ein bisschen schlechter wahrscheinlich. Also sollte ich mir trotzdem noch versuchen, normale Goldäpfel zu holen. Also schreibe ich das nochmal rein und diesmal nur einen und nicht 32. Oh mein Gott, ich darf keine. Dann hole ich mir halt noch mehr Brote. Aber dann auch direkt zum Beispiel 32, weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch mehr funktionieren. Okay, dafür muss ich auf die nächste Seite. Die ist also auch schon wieder voll. Und dann haben wir 32 verzauberte Brote. Nehmen wir die doch in den Endfight mit. Okay, wenn wir nicht nur gegen den Enderdrachen kämpfen, wäre es doch auch cool, wenn wir wenigstens so gut werden wie der Enderdrache. Klingt etwas größenwahnsinnig tatsächlich. Aber ich sag's mal so, wie es ist. Ich hätte gerne Flügel und die passen hier hin. Schreibe ich einfach mal Flügel hin und wir schauen, was passiert. Wurde nicht vom Blitz getroffen. Ich habe Flügel bekommen. Oh mein Gott, ist das cool. Und ich kenne diese Flügel. Das ist so cool. Wir können die auch zusätzlich zur Rüstung tragen. Und damit können wir dann gleich in den Endfight fliegen. Und die funktionieren definitiv auch ein bisschen besser als Elytren. Denn wir können damit auch so ein bisschen zumindest nach oben fliegen. Ist nur etwas schwer, weil wir nicht komplett nach oben dürfen. Sonst wären wir trotzdem zu langsam. Okay, wir fliegen gleich so krass in den Endfight rein. Ich meine, wir haben auch einen Bogen mit ausreichend Pfeilen. Wir haben
OP-Goldbrote. Dann sind wir natürlich Full Netherite. Das heißt, jetzt wird es Zeit, in den Endfight zu gehen. Jetzt müsste ich nur erstmal den Stronghold wiederfinden. Da ist er, perfekt. Und dann sind wir wieder im Portalraum. Also sind wir auf jeden Fall extrem gut ausgestattet. Ich habe nicht besonders viele Blöcke, aber dafür können wir fliegen. Und dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mit etwas Vorsicht und etwas Angst rein in den Endfight. Hallo End. Oh mein Gott. Und genau das ist das, was ich meinte. Wir haben für jeden Wunsch, den wir heute in dieses Buch geschrieben haben, einen Wither im Endfight. Nicht nur 5. Okay, wir sollten anfangen. Ich glaube, ich fliege mal hier runter und versuche erstmal an Höhe zu gewinnen. Und ich glaube, ich versuche einfach gar nicht mehr zu landen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht mit diesen Flügeln. Finden wir am besten noch heraus. Raketen habe ich leider keine. Da kommt ein Wither-Kopf. Ich habe keine Ahnung, wo die Wither sind. Okay, dauerhaft fliegen wird, glaube ich, sehr schwierig. Und hier fliegen jetzt schon überall Wither-Köpfe rum. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt haben, aber das sind bestimmt irgendwie 50 oder so. Oh mein Gott. Da fliegen schon einige. Sind das alle? Das Gute ist halt, die gehen jetzt auch auf den Enderdrachen und die sind extrem laut. Und hier außen sind auch noch überall welche. Moment, hier ist alles voll mit Withern, auch außen. Das sind noch nicht alle da in der Mitte. Hier ist etwas zu viel los, die schießen auch schon auf mich. Das ist gar nicht gut. Dabei hatte ich noch einen Wunsch, den ich gerne in das Buch schreiben wollte. Und auch für diesen Wunsch werden wir noch einen Wither bekommen, aber im Singleplayer hält wenigstens die Welt an, während ich das Buch benutze. Das ist sehr praktisch. Denn was kann man sich Schöneres auf den Kopf fallen lassen als ein Klavier? Wir brauchen hier auf jeden Fall ein bisschen epische Musik für den Endfight, würde ich sagen. Deswegen möchte ich ein Klavier haben. Habe ich es bitte einfach im Inventar. Moment, ich muss kurz fliegen, denn hier ist einiges los. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, hier runter zu fliegen. Die Flüge sind jetzt auch nicht so krass, wie ich ehrlich gesagt erhofft hatte. Und ich habe ein Klavier. Ja, ich habe das Klavier im Inventar. Da kommt auch der Enderdrache, dem auch einige Wither folgen. Hier ist so viel los. Die Frage ist, wenn ich jetzt das Klavier öffne, dann läuft die Welt weiter. Okay, wir können nämlich mit dem Klavier jetzt Melodien spielen. Theoretisch. Aber ich habe hier andere Probleme gerade. Ich habe einfach ein Klavier in der Hand. Was geht hier gerade ab? Kann ich bitte irgendwie höher kommen? Ich probiere es nochmal. Und die Flüge sind aber wirklich nicht so gut, wie ich dachte. Moment, ich habe noch eine Idee. Ich mache nochmal mein Buch auf und schreibe hier einen Stack Raketen rein. Einfach mal so. Und dann sollte ich Raketen bekommen. Okay, die sind nicht im Inventar. Da sind sie. Das ist sehr gut. Denn damit können wir jetzt losfliegen. Und damit haben wir endlich mehr Möglichkeiten hier. Wieso habe ich mir nicht einfach längst Raketen geholt? Hier ist so viel los. Ich sehe gar nicht mehr die Bossbar vom Enderdrachen. Ich glaube, weil er nicht mehr am meisten Leben hat einfach. Kann das sein? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Hier ist so laut. Was ich jetzt aber auf jeden Fall weiß, ist, dass ich mit dem Klavier losspielen will. Und ich fange nochmal von vorne an. Ich muss mich nur beeilen. Ich fliege gerade weg. Ich will Skyrim spielen. Spielen wir einfach mal Skyrim und fliegen rein in den Endfight. Ich esse auch nochmal ein goldenes Brot. Und dann schauen wir mal, was an Endcrystals noch übrig ist. Ich will auch ein paar wegschießen. Okay, sind wirklich kaum noch welche übrig. Ich muss, glaube ich, auch nur hier lang fliegen. Dann werden die sowieso in die Luft gesprengt. Da hinten noch welche. Die mache ich noch weg. Dann nochmal nach oben boosten. Ist das laut. Und die fliegen alle mir hinterher, die da. Das ist gar nicht gut. Ich muss einmal da einen Pfeil reinschießen. Ich habe nicht getroffen. Okay, ich lenke die jetzt alle hier hin. Kriegen wir das hin? Das sind so viele. Und natürlich habe ich auch mit jedem Wunsch, den ich jetzt im End gemacht habe, einen weiteren gespawnt. Da sieht man mal, wie viel ich mir heute gewünscht habe. Könnt ihr jetzt bitte mal treffen? Machen sie nicht. Okay, den schieße ich jetzt schon mal weg. Dann haben wir nur noch den hier hinten. Und ich überlege gerade, ob ich es irgendwie schaffen kann, ein paar Wither ins Void zu locken. Die fliegen wir jetzt auf jeden Fall hinterher. Kommt mal mit. Folgt mir bitte. Ja, die folgen mir. Sehr, sehr gut. Das ist so ein krasser Endfight gerade. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt hier runter sinken. Das wirkt jetzt nicht so krass. Aber ich kann jetzt auch einfach hier lassen und schnell wegfliegen und hier einen großen Bogen drum fliegen. Dann sind wir, glaube ich, einige losgeworden. Denn ich muss auch noch rauf auf den Enderdrachen gehen nebenbei. Und der hat immer noch diesen Endcrystal. Okay, ich esse jetzt einfach ein goldenes Brot. Und dann haue ich das einfach jetzt wirklich so weg. Weg damit. Perfekt. Dann haben wir alle. Und vielleicht muss ich sogar jetzt nur warten und die Wither machen den Rest. Das wäre eigentlich auch ziemlich cool. Er kommt gerade in die Mitte. Ich glaube, ich gehe jetzt aber nicht rein da. Aber sie treffen ihn auch nicht wirklich. Dann versuche ich ihn mal zu treffen. Und irgendwie, glaube ich, sollten wir diese Wither erstmal loswerden trotzdem. Aber die anderen kommen wieder. Das ist nicht gut. Hier sind so viele. Und ich habe keine Ahnung, ob der Enderdrache jetzt überhaupt schon Schaden bekommen hat. Ich könnte aber auch einfach mal ein bisschen schießen. Ich meine, wir haben 100 Pfeile oder so. Haben wir nicht sogar noch mehr? Da hat der Schaden bekommen. Sehr, sehr gut. Nicht nur von mir also. Das ist gut zu wissen. Er kommt in die Mitte. Ich kann aber wirklich nicht rein da. Vielleicht doch. Ich probiere es einfach mal. Ein bisschen gegen den Kopf. Okay, einmal reicht. Ich wurde extrem hoch geboostet. Aber ich kann auch jetzt nicht die Wither alle bekämpfen. Das sind viel zu viele. Vielleicht wird es Zeit für einen neuen Wunsch. Vielleicht wird es Zeit für Eisengolems. Hatten wir am Anfang ja auch schon mal. Ich würde vorschlagen, wir holen uns die jetzt auch. Und fangen direkt mal mit 100 an. Wir sollten nicht sparen. Direkt 100 Eisengolems in den Endfight. Los geht's. Wobei, ganz ehrlich, warum eigentlich 100? Warum nicht direkt 200? Holen wir nochmal 100 dazu. Denn die müssen eigentlich in der Überzahl sein, was hier aber sehr schwierig ist. Also nochmal 100 Eisengolems. Oh mein Gott, da kommen die aus dem Himmel gefallen. Das sind so viele. Kämpft!
Ich esse nochmal ein goldenes Brot. Ich habe keine Ahnung, ob die das hinkriegen. Ich glaube eigentlich im End ist das schwieriger, weil wir hier keine Berge oder sowas haben. Aber wir schauen mal. Ich glaube, das wird absolut überhaupt nichts. Sie verlieren doch jetzt alle schon richtig viel Leben. Die 200 Eisengolems. Aber hier ist jetzt ganz schön viel Ablenkung. Das ist auch nicht verkehrt. Ich brauche eigentlich nur kurz ein bisschen meine Ruhe. Und dann gehe ich direkt rauf auf den Enderdrachen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben er noch hat. Aber ich komme hier ein bisschen dran. Und er fliegt wieder weg. Ich sollte auch hier weg. Denn hier gibt es Stress und ich muss auch dringend ein Brot essen. Wie viele Leben hat er noch, ist die Frage. Oh mein Gott. Ich fürchte, wir brauchen direkt noch mehr Golems. Aber ich glaube, 100 ist die Höchstzahl. Deswegen holen wir uns einfach direkt nochmal 100. Da fallen sie aus dem Himmel. Das sieht so cool aus. Machen wir direkt weiter mit den nächsten 100. Und hier sind immer noch so viele Wither. Ich glaube nicht, dass die weniger geworden sind, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, gegen die zu kämpfen. Also muss ich es einfach irgendwie schaffen, den Enderdrachen zu besiegen. Die sind alle hinter mir her. Nein, die sind nicht hinter mir her, oder? Doch, die sind alle hinter mir her. Okay. Gut, dass das nicht viele sind. Kann ich den Enderdrachen so treffen? Ja, das macht deutlich mehr Schaden als mein Bogen. Oh mein Gott, sind hier viele. Ich muss essen. Wieso fliegen jetzt alle mir hinterher? Fliegt doch wieder dem Enderdrachen hinterher. Da sind die alle. Moment, die sollen mich gar nicht wieder entdecken, falls sie mich aus den Augen verloren haben. Und das mit den Golems klappt leider nicht so gut. Aber es ist, wie gesagt, trotzdem Ablenkung. Und es sieht sehr krass aus hier im Endfight. Dann geht es weiter auf den Enderdrachen. Gemeinsam mit einigen Withern. Aber diese einzelnen Bogenschüsse bringen halt leider auch nicht so viel. Und der Drache kommt in die Mitte. Ich gehe tatsächlich rein da. Ich würde aber auch direkt nochmal ein frisches Brot essen. Denn hier muss ich einiges aushalten. Ich esse direkt noch eins. Und dann rauf den Kopf mit Netherite-Schwert macht das auch gut Schaden, wenn ich drankommen würde. Oh mein Gott, der hat mich weggehauen. Das ist nicht so gut. Komm ich nochmal rein da? Nein, er lässt mich nicht mehr rein. Ich will einfach noch wenigstens ein bisschen rankommen. Aber da bin ich ja auch nicht der Einzige, der so denkt. Ich glaube, ich habe mir doch ein bisschen zu viel gewünscht. Denn hier haben wir den Preis. Und jetzt habe ich den Enderdrachen verloren. Wo ist er hin? Ich weiß es wirklich nicht. Da oben. Der ist so weit oben. Jetzt fliegen wir irgendwo im Himmel dem Enderdrachen hinterher. Dann schieße ich nochmal mit dem Bogen. Und der bekommt aber auch die ganze Zeit ein bisschen Schaden. Das ist echt gut. Da bin ich wenigstens nicht der Einzige, der ihm Schaden macht. Nochmal ein paar gute Hits. Und ich habe aber auch schon wieder den Wither-Effekt bekommen. Und der Enderdrache ist fast down. Ich sehe kurz seine Health-Bar. Wir haben es fast geschafft. Oh mein Gott, drauf da. Er kommt in die Mitte. Ich versuche auch reinzugehen. Ich esse ein Brot und fliege rein da. Bitte lass mich an den Kopf rankommen. Und ich komme dran. Und der haut mich weg. Nein, das gibt's nicht. Er hat kaum noch Leben. Und ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Da. Ich versuche nochmal ein paar Treffer reinzuhauen. Er hat wirklich kaum noch Leben. Und damit ist der Enderdrache down. Er implodiert und wir haben es geschafft. Nice. Aber ich fürchte, ich werde hier gar nichts aufsammeln können. Denn jetzt sind hier alle wütend auf mich. Und das sind immer noch super viele. Aber ich würde damit sagen, wir haben es geschafft. Haben mit extrem vielen Withern und sehr nicen Wünschen in dieser sehr nicen Challenge Minecraft durchgespielt und den Enderdrachen besiegt. Nice!